Alrighty, sind liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti bei den störartigen der störartigen Spieler. Ihr wisst, was das heißt, W50 ist am Start. Wir gucken mal wieder in die Post. Nichts Neues. Ich sollte mir mal angewöhnen, vorher reinzugucken, falls mal einer plötzlich schreibt, hey, ich möchte bei dem Players to Watch mitmachen. Im Übrigen, wenn ihr mitmachen wollt, auf W50, wenn ihr zum Beispiel einen Aufholchar habt oder auf dem Server seid und das Projekt hier seht, ihr wollt beim nächsten Mal mit dabei sein, schreibt mir gerne per Kommentar euren Namen, dann nehme ich euch mit auf. Ihr könnt natürlich auch Ingame schreiben, aber ja, schreibt mir lieber einen Kommentar. Und der erste der Liste ist der Affenkopf. Und der Affenkopf, oh je. Oh je. Bei Affenkopf, ich denke jedes Mal, ja, ihr müsst wissen, ich habe links mein OBS-Fenster und wenn ich das Game reingehe und dann das linke Bild sehe, spiegelt sich quasi der Shakes and Fidget in OBS und ich denke jedes Mal, fuck, er ist inaktiv. Aber nein, ist er nicht. 429 war er beim letzten Mal, jetzt ist er 440 und beim letzten Mal habe ich ihn mit Alugear erwischt. Das sieht jetzt ein bisschen cooler aus. Schauen wir mal die Werte uns an. Von den Skills her 8700 Stärke und 9900 Ausdauer. Okay, da hat er ziemlich krass Stärke gepusht. Ich meine, jetzt hat er hier auch einige legendäre Steine drin. Das sieht dann natürlich ein bisschen unvorteilhaft aus. Bei den Tränken hat er jetzt gerade nur einen Stärketrank drin. Das ist vollkommen okay. Der Hellewitter ist nämlich vorbei. Und das heißt, die Tränke, die braucht man jetzt unter der Woche vielleicht ein bisschen weniger. Ja, SA hat da ein neues Bildchen gefunden. Finde ich nice. Nein, er spielt weiterhin aktiv. Das finde ich auch sehr gut. 1033. Ja, 1025. Ich vermute mal, das ist jetzt der Hellewitter-Stein gewesen. Sieht schon sehr hübsch aus, auf jeden Fall an der Stelle. Und ja, er greift weiter an. Ist jetzt fest in den Top 1000 implementiert. So, beim nächsten Mal ist er vielleicht schon in den Top 800. Man weiß es nicht. Der nächste ist Avox mit einem X aus der Gilde Hollywood am Start. Und er hat 10 Level gemacht und sich auch neu equipped. Sieht auch sehr schön aus. Hier haben wir mal ganz andere Skills natürlich klar am Start. Das ist ein Char, der in den Top 100 mitmischen will. Er ist jetzt gerade Rang 139, hat 27.000 Main-Attribute, Geschick und 15.295 Constitution. Schönes Set hier reingeäumelt und ist jetzt kurz vor 497. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht, weiß es nicht, inwiefern er gegebenenfalls die Dungeon-Pause schon rum hat. Ich habe jetzt nicht mehr im Vergleich die letzten Werte, aber ja, er ist nicht ganz so happy, wie man hier sieht, mit einigen Sachen, aber spielt ja trotzdem weiterhin diesen Char, damit Hollywood natürlich auch ihre Top-Position halten können. Wir sehen den silbernen Elevator-Rahmen, kommen wir natürlich danach noch dazu. Avox mit 2x spielt auch weiter bei The Prophecy, nach wie vor unterwegs, hat also die Gilde nicht gewechselt, finde ich ganz super, dass das immer noch so gut klappt. Ich schaue gerade, ob ich beim letzten Mal so eine Beschreibung angeguckt habe, aber es sieht jetzt nicht so aus. Jetzt haben wir ihn aber dafür mit Alugear erwischt. Schauen wir mal uns die Werte hier an, 19.811 zu 9.289, also er befindet sich schön zwischendrin. Ist jetzt gerade Rang 400 mit dem Alugear, also wahrscheinlich ein Spieler, der so mit seinem normalen Gear in den Top 300 stehen kann. Beim letzten Mal war er aber auch 441 mit seinem Gear. Also ich weiß natürlich nicht, wann er wie das immer wechselt. Sein Alugear sieht auch schon recht flockig aus, also da ist schon einiges an Runen dabei. Oh, 12 und 19%, also vielleicht muss er auch noch mal reingucken, ob man da was aktualisieren könnte. Avox war immer der mit der Prophezeiung, stimmt. Den Text hat er schon von Anfang an gefühlt. Ich glaube, von dem ersten Part der Players to Watch, wo er dabei ist, mit dabei. Als nächstes kommt der Double Trouble. Er hat von 493 auf 505 gepusht. Wir sehen einen einen bronzenen Rahmen. Double Trouble damals schon ausgerüstet komplett. Die Sets sehen eigentlich sehr identisch aus. Eigentlich auch die Waffen, würde ich sagen. Nur der Gürtel und beim Extra sehe ich einen Unterschied. Das kann natürlich jetzt auch sein, dass er noch Dungeon-Pause spielt und auf den nächsten legendären Dungeon wartet. Oder er hat sie gespielt. Ich bin mir nicht sicher. 8 Level hat er ja jetzt gemacht. SA ist gleich geblieben, aber es ist ja schon stark. Seine insgesamten Werte haben sich trotzdem nochmal schön verbessert. Ich sehe es gerade im Vergleich, 8.000 bis 9.000 mehr an Dexterity, also Geschick, und 10.000 mehr an Constitution. Die Skills
insgesamt hier, der hat ja schon fast 50.000, also ja, er ist Rang 67, damals Rang 43, es sind auf jeden Fall ein Top 50 Char, würde ich mal so sagen, ist ja auch Assassine, also im PvP auch recht stark. Na klar, wenn die Items jetzt relativ gleich bleiben, verliert er ja natürlich in der Ehrenhalle gegenüber anderen Spielern, aber hier würde mich echt mal interessieren, ob er noch Dungeon Pause spielen muss, beziehungsweise wann er neu equippen will. Ich gehe mal vom legendären Dungeon aus. Macht halt auch am meisten Sinn, seitdem das ein relativ regelmäßiges Event ist. Und das I in Event steht für Esther. Und Esther hat bei Rewind 420 weitergespielt. Da hat 4 Level gemacht. Klingt jetzt nicht so viel, ne? Muss man aber auch ein bisschen aufpassen, denn es kann halt durchaus sein, dass er halt nicht permanent immer Alu spielen konnte oder wie auch immer, also die Aktivität und auch der Pilzeinsatz, das kann stark variieren. Jeder, der aber aktiv weiterspielt, unterstützt im Prinzip seine Gilde natürlich, also das wollen wir sehen. Es ist jetzt halt schwierig zu vergleichen, auch die Skills sind jetzt nicht so ganz krass, also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich davon ausgehen, dass er jetzt nicht sehr aktiv spielt im Moment, aber das kann ja noch kommen. Dementsprechend schauen wir einfach beim nächsten Mal wieder drauf. Ja, und Fräulein haut drauf, ne, die hat mal richtig draufgehauen, was auch immer. Mega, mega krass, die Entwicklung des Chars. Hier sehen wir, glaube ich, eine Dungeon-Pause, die sich beendet hat. Von 479 auf 521 hochgebettelt, mit Battlemaged. Also das, ja, Set auch komplett anders als beim letzten Mal, würde ich mal behaupten. Also ich sehe da, glaube ich, nichts mehr gleich. Die Werte von 63.000 bei beiden auf 81.000, also sehr ausgeglichen. Wir sehen, die Skills sind bei 22.000 im Schnitt, also 6.000 Skills weniger als jetzt zum Beispiel der Double Trouble, glaube ich, hatte. Genau. Dafür das Level höher. Es ist aber auch ein wirklicher Top-Char. Damals im 184, wenn die Dungeon-Pause lang ging, jetzt 55. Also hat sich auch in die Top 50 hochgekämpft. Eine sehr, sehr starke Leistung. Hollywood freut sich. Hat bestimmt auch beim Helle wieder gut mitgemacht. Leider kann ich mir das hier nicht mehr ansehen. Aber wenn wir jetzt auch bei Hollywood sind, gehen wir mal zu Krebo. Krebo hat nämlich auch gut gepusht im Level. 467 hat er gemacht beim letzten Mal. Und jetzt ist er ja schon da auch wieder fast 41 Level sogar höher. Hier sehe ich jetzt gerade nicht seine letzten Werte im Vergleich. Aber hier sehen wir auch schön ausgeglichen geskillt. Er ist eben bei 17.000 bei beiden Skills. 34.000 sind nochmal 10.000 Skillpunkte weniger als Fräulein Haut drauf. Ist eigentlich krass, ne? Das sind nur ein paar Level Unterschied. Aber die Skillpunkte, also da kommt es eben drauf an, dass man auch alles effektiv mitspielt. Immer die besten Quests mit einem Stadtwache auch immer richtig macht. Die Goldmine abholt und was weiß ich. Teilweise natürlich auch Pay-to-Win Gold besorgt durch Edelsteine oder eben durch die Events. Gerade der legendäre Dungeon ist ja da leider sehr gut geeignet, aber trotzdem ist es halt ein starker Charme, ist jetzt im Rangbereich damals 269 gewesen, jetzt 164, also hat sich anscheinend auch in die Top 150 gespielt oder 200, so ungefähr so ein bisschen die Drehe. Ja, bei Klößchen dreht sich auch, 12 Level gemacht, 485 auf 497, hier sehen wir natürlich auch, dass er sehr krass auf Stärke geskillt ist, 26.000, klingt nach einem Top-Wert. 14.000 wiederum dann nur in Constitution. Also er geht schon sehr auf seine Fähigkeit. Das kann ihn natürlich gegen die Magier teuer zu stehen kommen. Aber insgesamt ist er trotzdem bei 40.000 Skillpunkten. Das heißt, er ist deutlich besser geskillt im Moment als Krebo, rein von den Einsätzen her. Und kämpft jetzt aktuell auch in den Top 100 mit. Bei seinem Set, ja, beim letzten Mal hatte ich Alugear drin. Also da sehen wir natürlich, dass das auch sehr schön aussieht. Das hat er sich sehr farblich wunderbar hergerichtet. Hat bestimmt auch gar keine Pilze gekostet. Er macht auch weiterhin Grüße an mich, auch wenn er das Video vielleicht nicht mehr sieht, finde ich sehr, sehr nett und freut mich natürlich auch für den Dorsa. Ach, lassen wir mal bei Krebo reingucken. Das hat er auch gehabt und das hat er auch. Das sieht hier auch eigentlich sehr gleich aus. Also, ja, ne, genau. Kommen wir mal zu Let's Runes, der mit seinem Battlemage von 510 auf 521 gespielt hat. Und hier sehen wir einen goldenen Hintergrund. Crit Happens hat die goldene Hellewetterkrone auf. Das sehen wir jetzt hier. Sein Set sieht komplett geändert. Beim letzten Mal diese grün-blauen Rüstungsgegenstände. Und jetzt hat er hier die Oversized Cloak und Cap of the Snail Witcher, Cloak with Orbit, schön violett, ein bisschen orange oder gold mit drin. Ja,
sehr hübsch. Ich kann jetzt leider nicht sagen, ob das jetzt ein Set des Level 200 oder sowas ist. Also sorry, da bin ich einfach nicht drin. Aber hier müssen wir mal sehen, dass er auch seine Skills verbessert hat. Und rein jetzt die Punkte, ja, also insgesamt, da hat er bei seinem Main-Attribut sogar 11.000 Punkte mehr gemacht und bei Constitution auch 11.000 Punkte. Also noch mehr Punkte als der andere Spieler. Ich glaube, es war Avox, nee, oder war es Double Trouble, wo wir das gesehen haben mit den 10.000 Punkten. Also nochmal eine Schippe draufgelegt in Let's Runes, wirklich, das ist ein Top-Char der Top-Chars auf diesem Server. Der meinte auch, dass der Battlemage Change ihn jetzt gar nicht so negativ berührt hat. Ich glaube, dass man gerade, wenn man schon einen guten Battle Mage hat, diese Unterschiede wirklich nicht gespürt hat. Es könnte sein, dass es zum Serverstart noch ein bisschen schwieriger geworden ist oder im PvP ein bisschen schwieriger zu handeln ist. Keine Ahnung, ich habe es ja nicht gespielt, aber im Late Game scheint der Battle Mage den meisten Spielern nach wie vor viel Freude zu machen und trotz dieses Changes, den es da gab, der ja eigentlich gar nicht so positiv ankam, so overall. Ja, und man sieht da eben nochmal, dass das die Level der Dungeon Pausen waren, wie er das gespielt hat. Dadurch macht er jetzt natürlich nicht mehr so viele Level, hat aber trotzdem den Vorteil. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Skills, dass er bei 28.413 ist, schön ausgeglichen. Es gilt 56.000 Skillpunkte insgesamt. Das sind nochmal knapp 6.000 Punkte mehr als bei, war es Double Trouble? Ja, ich glaube, ja. Ja, und das macht dann nochmal auch einen kleinen, aber feinen Unterschied aus. Klein, aber fein ist auch Mr. Fluffy Junior von 484 auf 493 hochgespielt. Als Berserker, hier sehen wir auch, er hat 6000 Skillpunkte bei Stärke mehr bekommen und beziehungsweise Attributspunkte und 5000 Punkte mehr bei Constitution. Das ist auch ein schöner Progress, wenn auch nicht so stark wie zuletzt, aber hier sehe ich schon wieder fast das gleiche Set. Also entweder auch eine Dungeon-Pause noch. Oh, ich glaube, er ist noch in der Dungeon-Pause. Also, ne, beim vorletzten Mal habe ich Vedox die goldene Himbeere gegeben. Jetzt würde ich Fräulein Haut drauf die goldene Himbeere geben, weil sie halt so viel gelevelt hat. Aber wenn der Fluffy noch in der Dungeon-Pause ist, dann ist er beim nächsten Mal Safe Call. Auch richtig weit im Level. Ich bin mal gespannt. Also da möchte ich mich schon mal fast ein bisschen drauf freuen. Ich denke, die Gilde freut sich dann auch drauf. Also vielleicht macht er ja die Dungeon-Pause dann auch noch vor dem nächsten legendären Dungeon, macht seine Dungeons, holt dann nochmal neues Equipment und macht dann noch mehr Dungeons. Also das kann richtig krass werden. Ich weiß nicht, wie viele Pilze er da für vorbereitet hat, aber ja, ich bin gespannt. Mal gucken, ob ich recht habe. Beim nächsten Mal werden wir es sehen. Wen wir leider nicht mehr sehen werden, ist NK485. Der hat nämlich tatsächlich seit dem letzten Part nur noch 2 Level gemacht. Wahrscheinlich hat ihm der letzte Part nicht so gut gefallen und hat sich dann entschieden aufzuhören leider. Er hat ja natürlich noch andere Chars, die er wahrscheinlich weiterspielt, auf W47 S20. Trotzdem schade, er war bei der Holzfällerhütte zuletzt. Die haben den Verlust sicherlich kompensieren können. Dennoch ein guter Char, von dem wir uns leider verabschieden müssen. Er hatte auch immerhin schon 31.000 Skillpunkte. Ne? Also der war auch locker im Top 500 Bereich. Also als er aktiv war. Aber es gibt ja noch weitere aktive Spieler in der Holzhütte. Zum Beispiel der Noctor mit seinem Podcast sehr erfolgreich unterwegs. Auch wenn ich es kaum schaffe, mir die anzuhören, finde ich eine super Sache, was er da macht. Und er hat zuletzt 475er Level gehabt, jetzt 483. Zuletzt habe ich auch gesehen, dass er... Moment, ich habe mir seine Werte auch angeguckt. Genau, er hat auch ungefähr 6.000, ein bisschen mehr als 6.000 Attributspunkte bei Geschick und auch bei Constitution schön ausdauernd geskillt. Als Assassine finde ich das ja auch sehr stark. Main-Char Assassine, ne? Deshalb auch habe ich immer so einen kleinen, bei Double Trouble auch immer so einen kleinen extra Daumen. 22.237 auf beiden Werten, also 44.000 Skillpunkte insgesamt. Das ist super gut unterwegs. Er hält sich konstant in den Top 150 und hier werden wir wahrscheinlich auch noch eine Dungeon-Pause irgendwann sehen. Seine Kosten sind anscheinend nicht gestiegen seit letztem Mal. Das heißt, er kann da relativ easy peasy durchspielen. Und ja, vielleicht ist seine Dungeon-Pause beim nächsten Mal auch schon vorbei. Ich weiß es nicht. Ich habe die Info nicht. Bin gespannt, ob ich neugierig bin, Nocto. Vielleicht schreibt er ja, ich weiß nicht, beim letzten Mal hat er, glaube ich, geschrieben, ne, da ging es um was anderes, wann er plant, nochmal zu pushen. Mal gucken. Hallo Red Fox bei Rising Star, spielt nach wie vor von 407 auf 418, hat
3000 Skillpunkte und 4000, also ne, 3000 glaube ich bei Intelligenz und 4000 Attributspunkte gut gemacht bei Constitution. Ja, spielt also schön im Verfolgerfeld, kämpft sich aber auch langsam in die Top 500 allmächtig rein. Ja, und hat auch ein ganz anderes Set. Warte mal. Ups, hat eine neue Waffe. Hat eine neue Waffe. Zum letzten Mal. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die Waffe tatsächlich eine legendäre Waffe ist. Natürlich gab es einen legendären Dungeon. Vielleicht hat sie in dem Dungeon nur die Waffe bekommen und war auch happy. Ich weiß es nicht, kann es nicht einschätzen. Aber es sieht natürlich gleich mal viel besser noch aus. Und ja, man darf nicht vergessen, es ist ein Aufholchar. Und der spielt Dungeon Pause. Also klar, gehen da jetzt nicht so viele Level, aber krass, als Aufholchar, bisschen mehr als ein Jahr alt und schon in den Top 500 auf dem sehr starken Server. Rising Star freut sich, definitiv. Stormhunter 1 bei The Prophecy war 389, ist jetzt 395. Hier sehen wir auch fast, doch ein paar Epics haben sich geändert, wie ich sehe. Schauen wir mal auf die Punkte. Die Punkte haben sich aber irgendwie nicht so stark verbessert. Ich habe gerade ein bisschen Quatsch erzählt. Stormhunter spielt 120 Alu und 320 Alu zu den Events. Free-to-Play 395. Es ist natürlich klar, dass die Werte sich im Vergleich zum letzten Mal nicht ganz so krass gestiegen haben in diesem Falle, weil er wahrscheinlich wirklich nur ein bisschen skillt und nicht großartig neu equipped oder die Items auch nicht viel besser werden, aber er spielt Free-to-Play auf diesem krassen Server und er steigt sich im Best Rank. Beim besten Rank letztes Mal hat er 1181 drin gehabt und war 1182. Jetzt hat er hier 1142 und er war 1133. Ja, Potion of Eternal Life fehlt. Ansonsten geht er vielleicht noch mehr. Also ganz, ganz peu à peu schleicht er sich in die Top 1000 rein. Was sehr geil ist. Und er meint, dass er noch gar nicht so krass Free-to-Play spielte. Man könnte es noch krasser spielen, hat er geschrieben beim letzten Mal. Also ich bin gespannt, wo die Reise bei ihm da weitergeht. Ja, und ja, okay, im Kampf um die Goldene Himbeere hat sich jetzt der gute Taube auch nochmal gezeigt, der einen schönen Krieger spielt. Zuletzt hat er dieses silberne Gold-Set gehabt. Jetzt ist er hier partytechnisch unterwegs und hat auch nochmal ein ganz anderes farbiges Schild sich besorgt. Und ja, hat auch die Dungeon-Pause mal erledigt. Hat mal von 487 entspannt auf 521 gespielt. Und ja, die Werte haben sich natürlich extrem verbessert. 15.000 mehr Stärke, 17.000 mehr Constitution, ist beim letzten Mal extremst verbessert. Also da ging wahrscheinlich der Schmied auch nochmal durch und die Steine und weiß ich. 1417 hat er hier auch drin. Also ich muss mir mal die anderen Steine gleich nochmal angucken. Das ist eine Aussage. 24.000 Skillpunkte auf Stärke, 16.000 auf Constitution. Klar, sind insgesamt in Gänsefüße nur 40.000. Wir haben andere Top-Werte gesehen. Trotzdem ist es sehr, sehr stark. Er hat sich im Rang halbiert. Von 139 auf 64, sogar ein bisschen mehr als halbiert. Also sehr, sehr stark unterwegs. Also Great Happens, ne, sagt sich auch, Taube, geil. Schönen Dank. Schönen Dank. Jetzt will ich aber trotzdem mal gucken bei den anderen sehr hohen Spielern, was die für Steine haben. Also Taube 1417. Let's Runes 1525 sogar. Dann Fräulein Haut drauf. Oh. 1132. Das 1250. Oh, da kommen ja wahrscheinlich irgendwann auch nochmal bessere Steine, oder? Krass. Ist ja noch ganz viel Potenzial bei den Steinen bei Fräulein Haut drauf. Double Trouble, ja, 1400 immerhin unterwegs. Avox 1365, also das ist eine Aussage, was Taube da schon auch was mit der Mine geschafft hat. Also richtig stark in dem Bereich. Aber da kommt noch einer, der vielleicht einen besseren Stein hat. Ja, das ist aber nicht Tobi 5. Tobi ist von Herzblut gewechselt zu Hollywood. Meine lieben Leute, hat 10 Level gespielt, spielt mit 30er Mount nach wie vor, hat sich in seinen Werten auch gut verbessert, ja, weil er beim letzten Mal aber auch AluG drin hatte, muss man mal fairerweise sagen. SA ist gleich geblieben, er hat jetzt gerade nur gar keine Tränke, also Tobi, ein bisschen schwierig dann einzuschätzen. Er
er hat ja Ziele für dieses Jahr, da steht es auch ganz gut dabei, 20.000 Base Stats Stärke und 10.000 Base Stats Constitution. Okay, bei den Skills muss er noch einiges machen, aber hey, auch noch keinen einzigen Cent in das Spiel gesteckt. Also wir haben ja vorhin Stormhunter schon gesehen und Tobi 5. Ich könnte das nicht. Dann ist natürlich auch wieder klar, dass die dann keine Dränge haben. Die haben dann halt nicht immer Tränke drin. Das geht halt nicht. Es ist halt so, dass man sich die Tränke dann aufspart für wichtige Events, wie auch immer, oder wichtige Fights, wenn man Dungeons mal machen will oder eben dann für den Elevator gerade wahrscheinlich. Und die laufen dann halt ab. Dann ist das so. Hammer. Ich vergesse immer, wenn ich die Spieler so sehe, weil ich denke, auch vom Level, ja krass, auch 10 Level gemacht. Und dann lese ich das halt, ne? Ihr wollt mich abwerben, 500 Pilze ist meine Ablöse und dann 100 je Monat. Ja. Ich denke mal, es gibt Spieler, die würden das sogar investieren können. Geh mit der Ablöse höher. Ja. Ja, sehr wichtig. Ja, und einer der Spieler, der das halt definitiv auch leisten kann, ist Universe. Der hat jetzt beim letzten Mal 512 Level gehabt, ist jetzt 520. Er ist nicht mehr Rang 3, er ist nur noch Rang 7. Oh Mann, ist er inaktiv? Ich weiß es nicht. Aber seine Ziele sind 535 und 120.000 Stärke. Er hat jetzt die 100k geknackt. Ist natürlich schon länger jetzt Goldspieler, damit die Skills weitergehen. Und hier sehen wir mal auch 28.894 auf beiden Seiten, also 57.000 der Skillpunkt. Er ist dann nochmal einen Ticken besser als die anderen, die wir gesehen haben. Aber der Unterschied zum zweitbesten, den wir gesehen haben, war gar nicht mehr so groß. Ich bilde mir ein, dass beim letzten Mal größer war. Aber, ja. 1758. Das ist nochmal eine andere Hausnummer und das halt auf fast jedem Stein. Da sieht man mal, was. Also, er hat eine viel krassere Mine einfach. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welches Level. Aber das sind halt das sind 300 Punkte im Schnitt mehr, als die meisten anderen haben auf den Steinen. Also, das alleine mal von den Skillpunkten abgesehen, macht halt nochmal einen extremen Bonus aus. Und damit hat er natürlich einen Vorteil. Einen Vorteil in der Ehrenhalle. Auch wenn er jetzt nicht mehr Rang 3 ist. Ja, und Vedox kommt man danach. Und so gut wie Universe unterwegs ist, darf man nicht vergessen, dass auch der Vedox ein starker Char ist mit seinem Battle Mage. Der geht auch auf 48.000 Skillpunkte immerhin schon. Ist damit auch top unterwegs. Hier in den Top 40, hält sich also in den Top 50. Sieht sehr stark aus. Seine Dungeon-Pause ist ja jetzt vorbei. Das heißt, er wird nicht mehr die krassen Level-Pushes machen. Beim letzten Mal hat er ja den großen Push gehabt. Aber trotzdem hat er sich da schön weiterentwickelt an der Stelle. Ne? Jetzt ist er sein Urlaub vorbei. Jetzt ist er wieder zu Hause. Im Vergleich zum letzten Mal auch 10.000 Punkte hier verbessert. Und bei Constitution sogar 12.000 Punkte. Also auch sehr, sehr gut im Vergleich mit den anderen krassen Pilzern, Spielern, die hier dabei sind. Deshalb, ja, klar, musste er S23 zum Beispiel pausieren, hat er auch geschrieben, dass er da nicht mehr spielt, damit er halt hier vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, Geld und Liebe in den Char investieren kann. So, und der Waldemar, ne? Der Waldemar, der hat mit WTF. Oh, ich dachte gerade, der hat von 456 auf 519 gepusht. Hat er leider nicht gemacht, aber immerhin 4 Level geschafft. Er hat auch geschrieben, dass er nicht mehr ganz so aktiv ist, aber er ist von den Shadowhunters in die Holzverlöte gewechselt. Wir haben ja gesehen, dass NK zum Beispiel nicht mehr mitspielt. Dafür ist vielleicht der Platz für Waldemar frei geworden, man weiß es nicht. Und er hält sich in den Top 500 mit seinem Char, auch wenn er nicht mehr ganz so krass aktiv ist, wie er geschrieben hat, teilweise. Also, sein Reittier war letztes Mal abgelaufen, hat er aktualisiert, ganz, ganz wichtig. Ich denke, da hat ihm die Gilde, falls er es nicht selber erwähnt hat, auch nochmal rechtzeitig dran erinnert, aber schön, dass er da weiterspielt. Hat er sich hier was geändert? Nee, hat er nicht. Trotzdem ist ein Fortschritt da, aktiv geblieben. Ja, und Yuga hat auch 10 Level gemacht bei der Holzfäller Hütte. Und wie sieht es denn hier aus? Er hat seine ganze Festung und seine Ausbaustufen. Da vergleichen wir mal. 2020, 10, das bleibt Akademie, hat er von 15 auf 20 gemacht. Die Edelsteinmine hat er damals von 26 auf 27 im Ausbau, ist jetzt von 29 auf 30 im Ausbau. Schatzkammer bei 45 geblieben. Die Goldgrube hat er, oder zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt geplant ist oder was auch immer, von
38, 39 auf 44, 45 und in der Aura hat er sich 3 Stufen verbessert von 50 auf 53. Also zeigt, dass er eben in diesem Bereich auch sehr, 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 sehr aktiv ist. Und ja, hat noch immer die gleichen Mushrooms Paid hier drin stehen. Das wäre natürlich krass, wenn er das alles auch gemacht hat. Ich meine, ja, wenn man nicht skippt, sonst maximal alles spielt, weil man noch viele Pilze übrig hat, kann das alles auch hinkommen. Und ich weiß bei ihm halt zum Beispiel auch nicht, ob er noch in der Dungeon-Pause ist. Ich habe jetzt den Vergleich gerade nicht im Kopf. Wir sehen zumindest, dass die Epics gleich aussehen, bis auf die Waffe. Und das kann natürlich auch sein, dass sich das erst beim nächsten Legi-Dungeon wieder ändert. Ja, das ist denkbar. Das ist definitiv denkbar. Habe ich denn bei Yuga noch was gesehen beim letzten Mal? Ja, wollen wir mal gucken. Klar, auf die Skills. In den gesamten Werten hat er sich vor allen Dingen bei Constitution gesteigert. Da ist er von 12.000 Basisattributen auf 17.000 hochgegangen. 25.000 bei Stärke, 17.000 ist also hier auch bei fast 43.000. Also nicht so weit weg zum Beispiel auch vom Vedox. Ja, und Yuga hält sich im Rang sehr tapfer bei 128 zuletzt und jetzt 127. Also er kratzt an den Top 100. GZ. Ja, und last but not least kommt der da Silver Player und der hat auch nochmal Level gemacht. Von 480 auf 509. Ja, ich sehe ihn leider jetzt nur mit Alugear anscheinend, aber er hat seine Dungeon-Pause beendet. Und das mit 12.250 Mushrooms paid. Also beim letzten Mal waren es weniger. Er dreht nicht am Glücksrad, sondern nur ganz normal am Rad. Aber trotzdem 12.250 Mushrooms paid und hat jetzt einen 509er Krieger. Nicht sehr günstig irgendwie. Gut, beim letzten Mal sagt er noch, da hat er 1500 left gehabt, jetzt 3400. Er dreht nicht am Glücksrad, also er ist vielleicht im Pet-Bereich auch nicht ganz so geil unterwegs. Aber trotzdem, ich finde das extrem günstig. Also das würde ich bei weitem nicht schaffen mit so einem Mushrooms-Painting, selbst wenn ich auch nicht am Rad drehe, ja. Ich brauche das Rad ja teilweise. Das ist krass. Also 12.000, der Server ist ja jetzt über 2 Jahre alt. 6.000 Pilze im Jahr, 200 Euro im Jahr im Monat, mal runtergerechnet durch 24 Monate. Also das sind 50 Euro im Monat, wenn nicht sogar weniger. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht, habe ich darüber geredet? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt mache ich es auf jeden Fall. Ich finde das Hardcore. Also ja, dafür gibt es die Players to Watch auch. Ne? Ist halt Rang 209, den würde man jetzt nicht so krass sehen. Aber ja, ist ja mega, mega günstig. Top 200er Char auf so einem krassen Server und ich kann mir vorstellen, dass viele mehr investiert haben in ihre Chars. Also, ja, wie gesagt, ich wäre das beste Beispiel dafür, dass man mehr investieren muss. So, Leute, und leider kann ich jetzt den Elevator mir nicht mehr angucken bei dem Gildenvergleich, denn ich bin ein bisschen spät dran mit der Aufnahme. Ist aber vielleicht jetzt gar nicht so schlimm, denn ich will einfach nur in der Ehrenhalle mal gucken, wie es so aussieht. Welche Gilden sehen wir hier? Habe ich die beim letzten Mal auch schon gesehen? The Young Goats zum Beispiel, ja, die sehe ich nach wie vor hier. Molten Core sehe ich auch, die sind anscheinend ein bisschen hochgekommen. Was haben wir hier? Flaggschiff nix. Gibt es auch, sind auch hochgekommen, wie es aussieht. End of Time. Ja, auch. Also einige, die ein bisschen höher hier gekommen sind. Als beim letzten Mal. Also diese Gilden, die tschechischen Gilden kann ich immer nicht ganz so aussprechen hier. Oder polnischen Gilden. Lysowaki zum Beispiel ähnlich gut unterwegs. Agentur für Arbeit von 18 auf 20 runtergekommen. The Shield war beim letzten Mal 22, jetzt 19. Trigri. Die waren 16. zuletzt auf 18. Und ich muss mal ein bisschen hochscrollen hier. Moment. The Devastators von 19 auf 17. The Forest jetzt 16, war damals 17. Haze of Glory. Die waren 20. Sind auf die 15 hochgekommen. Und da fehlte einer. Deutsche Gilde. Mal liebe Grüße an die Leute hier. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Dann haben wir Prophecy. Prophecy haben ja einige Spieler auch drin. Die sind nach wie vor 14.
Die haben sich auch in der Ehre ordentlich gesteigert, also das sieht sehr statisch aus. Dann haben wir einen knappen Fight hier auf dem Weg in die Top 10, muss man sagen. Also bis zum 9. Platz, ganz knapp hier alles. Herzblut, Shadowhunters, Burning Legion, Ace of Space und Extreme Madness. Die waren alle dabei, aber Extreme Madness hat sich ein bisschen nach vorne gekämpft sogar, hat Prophecy überholt. Ansonsten sind die Gilden relativ gleich, nur die Reihenfolge anders. Zum Beispiel Herzblut war 12. Sind jetzt 9. Neo. Was macht er mit der Gilde? Der führt die hier ganz hoch, anscheinend. Ja, dann gibt es einen kleinen Abstand. Hungry Hippo so ein bisschen alleine so. Das waren sie aber auch schon beim letzten Mal. Die Shadowhunters, die sind ja aus dem Top-Bereich runtergekommen. Deshalb geht es jetzt hier mit Rising Star weiter auf der 7 geblieben. Hier ist aber auch ganz knapp Red Wings. Rising Star, das war damals schon knapp. Ist nach wie vor knapp. Und dann gibt es wieder so die Holzfäller-Hütte, die so ein bisschen ihre eigene Liga spielt. Ne? Und ja, dann haben wir die Top-Gilden, Dead Valley, 4. Platz in der Ehrenhalle. Auch beim letzten Mal waren die 4. Platz. In der Ehre sind sie minimal rangerückt, aber die sind im Elevator 3. Platz geworden. 3. Platz geworden. Knights, die sind anscheinend nur 4. geworden. Oder was auch immer. Ich sehe es halt leider nicht. Das ist ein Fingerzeig natürlich, ne, dass Dead Valley die 3 attackiert. Definitiv. Und selbst die Knights sind nicht so weit weg von der Ehrenhalle zu Hollywood. Ich weiß jetzt nicht, ob das unmittelbar heißt, dass die vielleicht mal einen Gildenkampf gewonnen haben oder so, oder es einfach dieses Ehrenverhältnis es halt schwierig macht, dass Hollywood sich richtig absetzen kann, weil Crit Happens dann halt permanent Hollywood angreift und besiegt. Aber Crit Happens, die Crit Happens ist ja auf diesem Server wirklich die 1 Timotep, zum Beispiel, der die Elevator-Top-Liste mitfüttert. Leitet die Gilde auch, ist krass. Ich hatte Timotep gar nicht so auf dem Schirm. Hat ja auch einen Sonderrang im Shakes and Fidget Tavern. Das war ein ganz wichtiger Spieler für die Community. Aber auch auf W50 halt wirklich, muss man mal einen Shoutout machen jetzt an der Stelle. Klar, ist nicht vom Level der höchste, aber hat auch gar nicht die Zeit unmittelbar, würde ich jetzt mal sagen. Und gut, kann sein, dass hier noch eine Dungeon-Pause folgt. Ja, achso, das sind Gilden, Crit Happens Rekorde, die er hier eingestellt hat. Wollte gerade sagen, er ist ja noch gar nicht Level 500. Aber echt mega. Mega, mega. Also der Server ist nach wie vor stark. Ich kann zwar nicht mehr direkt jetzt schauen in den Elevator, um das zu vergleichen, aber trotzdem nochmal. W50 ist der Server mit den meisten Gilden, die in die Elevator Welt Top-List gekommen sind im August 23, also beim letzten Elevator. Im Vergleich sehen wir nochmal im Juni, da waren es auch 11 Gilden, da waren aber halt 2 Gilden sogar noch stärker. Das heißt, im Verhältnis ist W50 sogar noch stärker. Nur S1.de hat es auch noch geschafft, dass dieses Ergebnis erzielt wird. Und das ist halt schon mal echt famos. Das bedeutet, die haben 2 Millionen Held-Tokens oder mehr gemacht und 11 Gilden haben es also geschafft. Und wollen wir mal gucken, welche 11 Gilden das sind. Ich suche jetzt mal den Server. Und Crit Happens, ja, die sind auf die 1 gekommen mit 3,739 Millionen Held-Tokens. Sie haben minimal weniger Held-Tokens gemacht als beim letzten Mal, sind aber 7 Ränge insgesamt aufgestiegen. Das heißt, sie sind jetzt knapp vor der Top 15 weltweiten Elevator-Rangliste. Und warum haben sie weniger Held-Tokens gemacht? Man muss sagen, beim letzten Mal gab es einen Tag mehr. Das heißt, das Ergebnis ist wirklich nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn man die 7 Ränge beachtet, die sie aufgestiegen sind. Sehr krasse Geschichte. Hollywood hat es auch in die Top 50 geschafft. Ja, das war 3,314 Millionen, also knapp 400.000 Held-Tokens, ein bisschen mehr als 400.000 Held-Tokens weniger. Haben auch etwas weniger Held-Tokens als beim letzten Mal gemacht, sind im Rang relativ gleich geblieben, also auch eine sehr starke Leistung, Top 50, das ist einfach krass, ja. Dead Valley als drittplatzierte Gilde, 3,194 Millionen, gar nicht so weit weg von den Top 50. Haben auch ein bisschen weniger Held-Tokens gemacht, sind 2 Ränge abgestiegen. Heißt jetzt nicht, dass sie schlecht performt haben, also über 3 Millionen Held-Tokens auch zu haben, alleine schon. Das ist krass, kaum
Also es gibt nicht viele Server, die das geschafft haben. Ja, S1 natürlich. Na, also gerade diese ersten ältesten Server, die schaffen das tendenziell, aber W50 ist halt noch gar nicht so alt. Ne? Also das darf man halt nicht vergessen. Danach sind die Knights, ja, sie sind wirklich nur Vierter geworden. Klar, das Ergebnis nur 60.000 Heldtokens weniger. Da hätten sie vielleicht mehr Schokolade essen müssen, keine Ahnung. Sind in den Rängen sogar aufgestiegen im Schnitt, also haben wirklich auch nicht schlecht performt im letzten Mal. Und schauen wir mal danach, müsste eigentlich die Holzverlöte kommen, oder? Ja, die Holzverlöte kommt. Und da gab es jetzt einen kleinen Sprung in die, ja, kurz vor Top 200 die Holzverlöte. Ich denke mal, das könnte beim nächsten Mal das Ziel sein, dass sie diese Platzierung vielleicht schaffen. Ich sage es mal so, Top 200, das wären 17.000 Heldtokens. Also das geht mit Schokolade definitiv, wenn man schön Schokolade isst. Ne? Lecker, lecker. Dann schafft man das vielleicht in die Top 200 besten Liste, aber auch nice. Sind auf jeden Fall 5. Platz, wie es auch eben passt. Die Red Wings. Die Red Wings wurden 6. Platz. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Red Wings waren auf Rang, Moment, beim Server auch auf 6. Okay. Das passt also. Die haben sich ordentlich verbessert gegenüber dem letzten Mal mit ihrem Ergebnis. GZ 21 Ränge nämlich aufgestiegen. Dann haben wir die Hungry Hippos. Die sind 7. Platz. Die sind 8. aber in der Ehrenhalle. Also haben sich im Elevator sogar noch besser dargestellt als in der Ehrenhalle. Sind 127 Ränge zum letzten Mal aufgestiegen. Also die haben wirklich in den letzten Monaten richtig guten Progress auf diesem starken Server gemacht. Die Hintergründe kenne ich nicht. Ne? Es gibt ja immer Gründe, dass Spieler vielleicht auch zusammenfinden, ne, aus anderen Gilden. Das kann ja alles sein. Trotzdem, Hungry Hippos, ja, die Erwartungen werden natürlich auch immer größer. Rising Star war nicht weit weg von denen. Die haben auch gut im Level, im Durchschnittsrang nach vorne sind sie gekommen. Ich meine, die Anhalle ist ja auch sehr knapp oben, sind eben 8. Platz geworden. Danach kommt Herzblut, die Guild vom Neo 9. Rang. In der Ehrenhalle, wie auch beim Elevator, 106 Plätze gegenüber dem letzten Mal gut gemacht. Also auch wirklich sehr, sehr stark performt. Immer noch in den Top 500 weltweit beim Elevator dabei. Und ja, The Burning Legion hatten 4.000 Heldtoken weniger. Eieiei, das war ja knapp. Das war ja richtig knapp. Und Extreme Madness ist da auch noch in der Nähe gewesen. Also auch das wirklich sehr knapp. Extreme Madness war beim letzten Mal nicht in der Top-Liste dabei. Also Extreme Madness in der Ehrenhalle und beim Elevator extrem weit vorgekommen. Hungry Hippos haben wir auch gesehen, dass sie sich richtig gut verbessert haben in den letzten Monaten. Andere Gilden sind stabil geblieben hier oben. Aber die Shadowhunters, Leute, das muss ich jetzt nochmal zeigen zum Abschluss. Das sieht nicht so gut aus. Die sind nur 31 Member, haben zwar den Gildenpfeiler drin, aber ich bin ja gerade mal durch die Leute durchgegangen, also die sehen auch nicht alle so aktiv aus. Es könnte durchaus sein, dass hier noch ein paar aktive Spieler dabei sind, die vielleicht sagen, okay, wir gucken mal, was passiert hier. Er schreibt inaktiv rein. Was ist denn da passiert? Und es kann natürlich sein, dass gerade einige Spieler, die vorher bei den Shadowhunters waren, jetzt eben bei diesen Gilden gerade drin sind, die sich eben gut nach vorne gepusht haben. Hungry Hippos, Extreme Madness, könnte ich mir vorstellen, dass ein paar Spieler darüber gegangen sind und die natürlich davon profitiert haben. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht hat es sich auch ein bisschen mehr verteilt. Wenn einer da mehr Infos hat, schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Aber es ist natürlich auch immer schade, dann eine Gilde wie die Shadowhunters. Das ist ein Name, der auf so vielen Gilden halt auch, ich weiß auf S17, glaube ich, waren die sehr stark auf damals oder auch auf anderen Servern. Das ist ein Gildenname, der eigentlich eine gewisse Legendenstatus hat. Klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, der einfach auch sehr common ist und den man deshalb sehr häufig gesehen hat und häufig auch gut. Und der war ja auch auf W50 lange richtig gut dabei. Bisschen schade, aber gut. Die einen fallen, die anderen steigen. Es ist ein Kreislauf. Es ist ein Kreislauf und man muss ja sagen, dass im Prinzip darüber hinaus alle anderen Gilden zumindest hier auch bis in die Top 30 sehr aktiv sind. Also die haben auch alle im Elevator performt. Ja, das muss man auch so sagen. Also Leute, das war mein Part W50. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich bin's, euer Basti. Haut rein, macht Tschüss und Servus.